In diesem Video geht es um die Veröffentlichung von Statistiken im Internet. Ich hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass ich in kurzer Zeit eine 4-stellige Platin-Gruppenmitgliedschaft mit einem ganz neuen Handelssystem anbieten werde. Das hier ist jetzt eine der Vorversionen und wir haben ein Konto, welches bei RoboForex Pro gehostet ist und diese Kontonummer hier hat. Und im Gegensatz zu meinen sonstigen Gewohnheiten bin ich jetzt bei fxblue.com, da ich mit MyFXBook nicht in der Lage war, die Kontostatistiken auf einem Linux-Rechner verlässlich zu publizieren, denn dieser MetaTrader hier läuft auf einem Linux-Gerät und ich habe mir jetzt eine eigene auf Debian aufgebaute Trading-Distribution gebastelt. Tatsächlich habe ich es auch geschafft, den Expert Advisor von fxblue auf der Linux-Maschine im MetaTrader zu installieren. Das Ganze läuft hier unter Play on Linux und derzeit ist der Expert Advisor rot, denn wir bekommen keine neuen Handelssignale, es ist Wochenende. Doch man kann hier schon sehen, das letzte Update war um 10:26 Uhr. Die Kontodaten sind auch ersichtlich. fxblue hat hier unterschiedliche Funktionalitäten. Man kann bestimmte Kernwerte überwachen. Das Ganze lässt sich als Chart darstellen. Aktuell haben wir auf dem Euro-US-Dollar-Chart 279 Trades gemacht mit einem Gesamtprofit von $204,11. Netto sind dabei $89,16 rausgekommen. Interessanterweise haben wir 230 Buy- und 49 Sell-Trades, obwohl der Euro-US-Dollar gerade diese Woche seinen niedrigsten Stand seit der Jahrtausendwende erreicht hat. Wer möchte, kann sich alle diese Details hier mal genauer anschauen. Ich finde, das ist ganz gut aufgebaut. Dann gibt es das Ganze hier nochmal als Print Statement oder man kann sich das hier in Excel herunterladen. Auf meiner Linux-Maschine hier habe ich jetzt keine Excel-Installation, denn es handelt sich um einen sogenannten Stick-PC. Der läuft mit gerade mal 2 GB Arbeitsspeicher, still und leise im Hintergrund, ist aber für die Ausführung unseres Expert Advisors hier mehr als performant genug und hat den Vorteil, dass wir nicht befürchten müssen, mitten in der Nacht irgendwelche Windows-Updates zwangsinstalliert zu bekommen und dann wird der Rechner vielleicht sogar noch neu gestartet. Wer also in der Vergangenheit Probleme damit hatte, die erweiterten Statistiken von MyFXBook auf einem Linux-PC zu etablieren, der kann das auf der Webseite fxblue.com hier über diese Live-Reiterkarte einrichten. Das geht für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 ziemlich problemlos und ermöglicht Ihnen für Ihr eigenes Konto zukünftig solche erweiterten Statistiken hier zu sammeln. Das ist sehr nützlich, um die Ergebnisse langfristig zu verbessern. Das war's soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.